die Popsängerin Sandra Noch. Die hatte doch damals diesen einen Hit. Ja, und in den letzten Jahren war es sehr ruhig um die 60-Jährige geworden, ne? Und uns hat sie den Grund verraten. 2017 bekam sie die Diagnose Brustkrebs. Sandra hat das bewusst geheim gehalten. Und dank ihrer Familie, Chemotherapie, Bestrahlung, ist sie heute wieder gesund. Jetzt soll es wieder richtig losgehen. Jetzt fange ich wieder an, auf die Bühne zu gehen und freue mich wahnsinnig, weil mir ist so die Decke auf den Kopf gefallen. Also ich kann es kaum erwarten. Ja, und im August ist sie dann erstmal auf Tournee in den USA und an neuer Musik will sie auch für ihre Fans arbeiten. Hättest du sie erkannt, so jetzt in dem Ton eben? Ich nicht. Ich hätte gedacht, ich kenne die irgendwoher, aber ich hätte sie nicht erkannt. Und jetzt machen wir eine kleine Zeitreise zurück in die 80er. Ja, Maria Magdalena, mit diesem Hit wurde Sandra 1985 zum Weltstar. Diese Frisur, diese Klamotten. Aber was macht die Sängerin eigentlich heute? Wir haben nicht schlecht gestaunt, als wir sie jetzt zum Interview getroffen haben. Quatschen mit einer 80er-Ikone, per Skype, wie man das halt heutzutage so macht. Und uns fällt direkt auf, mega sieht sie aus, die Sandra. Lange haben wir sie nicht mehr gesehen. Und direkt zu Beginn unseres Interviews erklärt sie auch, warum. Es gab jetzt vor 10 Jahren das letzte Album und die letzten 5 Jahre konnte ich nicht arbeiten. Ich war sehr krank und mein Manager musste eigentlich immer nur lügen und irgendwelche Ausreden finden. Ich bekam im Oktober 2017 die Diagnose Brustkrebs. Habe jetzt alles, um das vorweg zu machen, alles hinter mich gebracht. Die 5 Jahre sind um. Ich bin wieder gesund. War die Hölle, aber alles ist gut. Meine Güte, da hat sie jetzt aber meine Bombe platzen lassen. Schön, dass es ihr wieder gut geht. Vor 2 Tagen hat Sandra ihren 60. Geburtstag gefeiert. Als sie mit Maria Magdalena ihren Durchbruch schafft, war sie gerade mal 23. Der Erfolg, den sie damals hatte, wäre heute ganz anders, sagt Sandra. Ich hatte damals kein Internet, wo man als Influencer oder so ganz, ganz schnell mal bekannt wird weltweit. Ich habe noch richtig dafür gearbeitet, 24 Stunden, und bin in der Weltgeschichte rumgereist, damit ich überhaupt bekannt wurde. Da blieb natürlich sehr viel auf der Strecke, vor allem meine Jugend. Trotzdem würde sie nichts daran ändern, sagt sie. Seit der Trennung von ihrem Ex-Mann Olaf 2014 ist Sandra Single. Ihre beiden Zwillingsjungs sind auch schon erwachsen. Aber Sandra weiß ihre Zeit zu nutzen. Und zwar zusammen mit ihrem Kumpel Thomas Anders, mit dem sie schon mehrmals zusammengearbeitet hat. Die beiden werden zusammen auf der Bühne stehen. Ich werde im August eine Amerika-Tournee machen, zusammen mit Thomas Anders, und da freue ich mich schon wahnsinnig drauf. In ihrer Wahlheimat Ibiza möchte Sandra zwar bleiben, aber auch wieder mehr in Deutschland machen und dafür ihren Zweitwohnsitz nach München verlegen. Und in 1 bis 2 Jahren, sagt sie, sollte auch ein neues Album kommen. Bald.